Weißt du, was ich letztens gehört habe? 20% der 12- bis 17-Jährigen haben schon mal intime Fotos verschickt von sich. Und die Hälfte davon sogar so, dass es auch öffentlich sichtbar war für alle im Netz. Das hat mich total beschäftigt, weil es ein so wichtiges Thema geworden ist, das Thema Sexting. Man sieht das auch im diesjährigen Safer Internet Day, wird es auch zum Motto genommen. Und ich freue mich, dass wir uns heute dazu austauschen können, weil ich glaube, es geht nicht nur mir so, dass ich Redebedarf habe dafür. Ja? Ich freue mich, dass wir darüber sprechen können, weil es ein Phänomen ist, was einfach nicht nur Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene betrifft, aber das Risiko bei Kindern, Jugendlichen ist halt einfach riesig mit den Konsequenzen, die damit einhergehen. Von daher ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Das werden wir tun, Ja. auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, Sexting. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, sind das nur intime Fotos, die dort verbreitet werden, oder sind das auch andere Inhalte? Ja, also es ist eigentlich alles, was irgendwie sexuell explizit ist. Das heißt, es kann Text sein, es kann Video sein, es können aber auch Sprachnachrichten sein. Mhm. Also alles, was wir irgendwie mit irgendwelchen Technologien, mobilen Endgeräten, Computern irgendwie empfangen können, die irgendwie explizit sind, fällt eigentlich unter diesem Bereich Sexting. Mhm. Genau. Ist das was Neues oder gab es sowas eigentlich schon immer? Ja. Generell, wenn wir uns mal so die Menschheitsgeschichte angucken, ist halt das Festhalten von irgendwie erotischen oder sexuell expliziten Inhalten, was ehrlich gesagt total natürlich ist und was wir schon immer gemacht haben als Menschen. Es gibt Aufzeichnungen aus der Antike, dass da auch schon irgendwie explizite Inhalte festgehalten worden sind. Dann kam die Fotografie und mit das Erste, was man getan hat, ist halt eben auch erotische Szenen irgendwie festzuhalten. Das ist jetzt natürlich durch die Digitalisierung auf ein völlig neues Level gehoben worden, weil natürlich viel mehr Fotos und einfacher Fotos gemacht werden können. Man muss es nicht mehr entwickeln lassen, sondern man hat die ganzen Fotos direkt irgendwie auf dem Handy. Und mit einem Klick können die mittlerweile einfach so oder mit einem weiterschicken. Genau. Mit einem Touch können sie einfach weitergeleitet werden. Genau, und das macht das natürlich viel einfacher und viel einfach verbreitbarer, sage ich jetzt mal. Hat das vor allem für junge Menschen einen ganz besonderen Reiz, dieses Weiterschicken der Bilder, oder ist das gar nicht so auf die jungen Menschen unbedingt bezogen? Ich glaube, das Internet hat so ein bisschen so eine oder computermediierte Kommunikation hat einen elementaren Vorteil. Und zwar kann man sehr viel editieren und sich so hinlegen, wie man sich selber im optimalen Selbst sieht. Das heißt, Fotos können nochmal irgendwie mit einem Filter bearbeitet werden, Texte können nochmal so ein bisschen angepasst werden. Wir müssen nicht so schnell reagieren, wie wir das in unserem Face-to-Face-Kontakt machen. Das heißt, ich habe viel mehr Zeit, ein Selbst zu kreieren, was so meinem optimalen Selbst entspricht. Und wir können uns dementsprechend viel stärker managementmäßig in Szene setzen. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Reiz daran, weil man sich halt so auch traut, vielleicht mal in eine Rolle zu schlüpfen, die man sonst gar nicht so stark verkörpern kann, aber durch den Abstand, den man halt im Internet zum Empfänger halt in dem Moment hat oder der Empfängerin, ist halt die Möglichkeit, sich selber in Szene zu setzen, eine ganz andere. Da spielt ja auch das Thema der Schönheitsideale noch eine ganz große Rolle auch mit. Wenn du das jetzt so sagst, da kann man sich besser in Szene setzen, ist vielleicht auch ein Aspekt, den vor allem junge Menschen ja auch betrifft, wenn sie sehen, wie sieht man denn so aus in den sozialen Netzwerken, wie wird man dort dargestellt, dass man dann einfach nochmal einen anderen Fokus einfach darauf setzt, wie man genau die Nachrichten verschickt und das natürlich nutzt. Ja, und da muss man tatsächlich sagen, da sind vielleicht auch so ein bisschen Gender-Effekte zu finden. Insofern, als dass vor allen Dingen junge Mädchen natürlich so eine Art Vorbilder in Social Media irgendwie auch sehen. Das heißt, dass sie irgendwie sehen, wie stellen sich die Stars dar. Wenn es dann ein bisschen sexualisierter ist, dann sehen ja auch, da kommt ganz viel irgendwie positives Feedback auf Körper und Ähnliches. Und dementsprechend ist das so ein bisschen Modelllernen, dass man da halt eben sieht, okay, meine Vorbilder stellen sich selber in einer gewissen Weise dar und dementsprechend möchte ich das irgendwie auch und diese positive Resonanz bekommen. Und das kann dann schon dazu führen, dass vor allen Dingen halt dadurch, dass diese sexualisierte Darstellung sehr oft auf Frauen zutrifft, dass das dann halt eben vor allen Dingen von jungen Mädchen auch stärker so nachgeeifert wird, sage ich jetzt mal. Okay. Du hast gerade gesagt, die Mädchen vor allem stellen sich oder orientieren sich natürlich an den Vorbildern. Das betrifft, glaube ich, aber auch Jungs in ganz vielen Fällen. Wenn wir jetzt bedenken, so eine Nachricht, die verschickt man ja eigentlich an jemanden, dem man gut vertrauen kann, mit dem man
in irgendeiner Art und Weise verbunden ist. Häufig passiert es aber auch, dass die Nachrichten dann weitergeschickt werden an Menschen, die sie eigentlich nicht sehen sollten oder hören sollten. Genau. Darin liegt eigentlich so das größte Risiko im Sexting. Denn in dem Moment, wo es weitergeschickt wird, verliert man eigentlich die Kontrolle darüber, was passiert. Und selbst wenn man wirklich davon ausgeht, dass die andere Person ganz vertrauenswürdig ist und man die wirklich gut kennt, gibt es genug blöde Zufälle, Situationen oder Situationen, in denen man auf einmal sehr emotional ist, wo man vielleicht etwas dann macht, was man am Anfang bereut vielleicht. Ja, genau, was man bereut, aber zum einen natürlich bei der Erstellung, aber halt einfach auch, dass es dann weitergeleitet wird, um dieser Person wirklich auch zu schaden. Und die Folgen können natürlich sehr groß sein. Ne? Das reicht dann halt von Mobbing, die Reputation der Person ist natürlich total geschädigt. Mobbing ist online, offline dann halt oftmals der Fall. Das kann zu Depressionen führen, bis hin zu suizidalen Gedanken. Das heißt also, das kann auch vor allen Dingen die Leute jahrelang verfolgen, weil dann halt alle, die Person dann kennen, ja irgendwie dann so im Hinterkopf haben, da ist mal irgendwie was gewesen mit irgendwelchen Fotos, Videos oder sonst was. Also die persönlichen Konsequenzen können wirklich, wirklich groß sein. Und dementsprechend ist Prävention so wichtig, dass wir hier in diesem Setting darüber sprechen und immer mehr Leute sich wirklich bewusst sind, was da für potenzielle Gefahren hinterstecken. Müssen wir als Pädagoginnen und Pädagogen vielleicht ein bisschen umdenken, dass es ganz normal ist jetzt? Ja, also ich würde sagen, als erstes liegt da eine Riesenchance drin, denn Kinder, Jugendliche können das nutzen, um ihre eigene Sexualität zu erleben, auszuprobieren, auszuweiten. Und das ist erstmal was total Positives. Und von daher würde ich nicht Sexting als Thema verteufeln, sondern eher sagen Safer Sexting. Und das ist halt, wenn es dann praktiziert wird, weil es halt auch sehr schöne Möglichkeiten gibt, insofern als dass man halt sehr bewusst sich in Szene setzen kann, was auch was sehr Kontrolliertes hat und was Positives, dass man, wenn man das macht, dann halt aber bitte auch sicher damit umgeht. Du hast es gerade so angesprochen, dass die Bildung da einen ganz wichtigen Aspekt natürlich spielt. Wir als Pädagoginnen und Pädagogen sollten die Kinder ja auch bestärken, für ihre eigenen Rechte, auch für ihre Privatsphäre auch einzustehen und das auch zu vertreten. Dass sie auch die Möglichkeit haben, ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken. Ja? Und nicht einfach sich Sachen gefallen zu lassen oder zu Sachen zu drängen zu lassen, die sie eigentlich gar nicht möchten. Ja? Es steht ja auch in den UN-Kinderrechten, dass man das Recht auf Privatsphäre hat, den Schutz vor Gewalt auch. Ab wann spricht man denn vielleicht von sexualisierter Gewalt oder von so Grenzerfahrungen, die dort gemacht werden? Ja. In dem Moment, wo man, wie gesagt, das Bild, die Nachricht, die Sprachnachricht, was auch immer versendet, verlässt es ja den eigenen Kontrollraum. Und in dem Moment, wo etwas damit passiert, womit man nicht einverstanden war, ist eigentlich die Grenzüberschreitung passiert. Und es ist eigentlich schon, dadurch, dass es halt so vulnerabel und intim ist, ist in dem Moment eigentlich schon irgendwie etwas passiert, was man eventuell nicht möchte. Und das ist eigentlich schon die Grenzüberschreitung und potenziell auch die Gewalteinwirkung im übertragenen Sinne. Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, ich als Pädagogin, wenn ich jetzt in so eine Situation komme, ich bekomme mit, dass in einem Klassenverband zum Beispiel oder in einer Jugendeinrichtung intime Fotos zum Beispiel verschickt wurden, in vertrauter Atmosphäre natürlich. Und dann plötzlich wird es weitergegeben auch an eine größere Gruppe an Menschen. Ja. Und viele andere sehen die dann auch, diese Fotos. Wie kann ich als Pädagogin, als Pädagoge reagieren? Auf was müsste ich achten? Ja, also das eine ist ja, dass Digitalkompetenz im Allgemeinen manchmal so ein bisschen hinten drüber fällt. Und dann noch in Kombi mit Sexualität, einem Thema, wo Leute sowieso manchmal nicht so gerne drüber sprechen. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen überwinden, das wirklich aktiv mit Kindern und Jugendlichen zu besprechen und anzugehen. Denn wenn man dann wirklich mal so einen Fall hat, ist eigentlich Prävention das Wichtigste. Dann ist quasi schon das Kind in den Brunnen gefallen, weil dann kann man eigentlich nur noch versuchen, der betroffenen Person ein gutes Gefühl zu geben, irgendwie darüber zu sprechen, dass das normal ist, das Verhalten und vor allen Dingen das ganz Wichtige, wenn sowas passiert, auf gar keinen Fall in irgendeiner Form Victim Blaming betreiben, das heißt nicht der Person noch das Gefühl geben,
bist ja selber schuld, denn du hast ja diese Fotos in irgendeiner Form gemacht. Und dementsprechend ist halt vor allen Dingen im Vorfeld darüber sprechen, wie man Safer Sexting betreiben kann, eigentlich der viel wichtigere Baustein. Wie kann man denn Safer Sexting betreiben, jetzt wo du es gerade so sagst? Ja, also an was sollte man vielleicht denken? Ja, keine Gesichter, auf gar keinen Fall Gesichter. Im besten Fall tatsächlich auch keine identifizierbaren Merkmale, das heißt irgendwelche Muttermale, Tattoos, wenn man Hintergrund in der Wohnung hat, der irgendwie okay, also auch nicht das Zimmer, ja? Nein, bitte bloß nicht auch das Zimmer. Das sind einfach schon so total persönliche Merkmale, die man dann zurückverfolgen kann. Sexy sein hat nicht immer auch was mit Nacktheit unbedingt zu tun. Das heißt, man kann auch schöne Abbildungen von sich selber kreieren, wo man dann trotzdem irgendwie in irgendeiner Form angezogen ist. Und bitte auch nicht zu sicher fühlen mit den Möglichkeiten, die die Technologie einem bietet. Denn es gibt ja jetzt mittlerweile beispielsweise die Möglichkeit, dass man Fotos nur einmal ansehen kann und die gar nicht gespeichert werden. Selbst wieder löschen oder so, ja? Genau. Exakt. Aber es gibt genug Möglichkeiten, auch diese Bilder festzuhalten. Also da auf gar keinen Fall sich in Sicherheit wägen tatsächlich. Auch irgendwie Sprachnachrichten können gesichert werden, auch Textnachrichten. Selbst wenn sie nach 24 Stunden wieder gelöscht werden, kann man trotzdem einen Screenshot vorher gemacht haben. Ne? Also man muss sich einfach der Tatsache bewusst sein, dass das etwas sein kann, was einem später außerhalb der Situation nochmal in irgendeiner Form irgendwie entgegenkommen kann. Und dementsprechend man kann es gar nicht so leicht, glaube ich. Genau, man kann es machen, das ist völlig fein, aber bitte darauf achten, dass man irgendwie im besten Fall nicht identifizierbar ist. Aber du sagst das so leicht. Ich glaube, es ist nicht immer so leicht in der Situation, wenn man dann auch gefallen möchte, vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise erregt ist oder wie auch immer, dass man dann noch so klar denken kann. Ja, oder vielleicht versucht man das wirklich dann auch auf Face-to-Face-Situationen in irgendeiner Form zu übertragen oder wirklich der Person auch zu signalisieren, ich bin bereit, mit dir in intimen Kontakt zu kommen. Aber vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade geografisch sehr weit auseinander wohnt, vielleicht schafft man das ja auch wirklich in einen Face-to-Face-Kontakt zu bringen. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Keine identifizierbaren Merkmale. Nach Möglichkeit genau aufpassen, wie man sich also darstellt und wirklich nur etwas versenden, wenn man selber damit einverstanden ist, wenn man das wirklich möchte und auch wenn der Gegenüber das wirklich möchte. Unbedingt, ja. Unbedingt. Gibt es noch einen anderen Tipp, den du nennen würdest? Ich denke, man darf das ganze Thema auch nicht zu stark verteufeln, denn es ist ein neues Medium und Sexualität ist etwas Natürliches und etwas Gutes und von daher ist es völlig fair, dass man die technologischen Möglichkeiten nutzt, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass es halt irgendwie in irgendeiner Form sicher bleibt. Ja. Okay, Jessica. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant und wir bleiben da einfach dran an dem Thema, weil es ist so wichtig, dass wir immer wieder drüber sprechen. Ja. Danke dir. Danke dir.